ist doch kein echter Knochen. Doch, was denkst du denn? So schaut ein echter Knochen aus. Mal abgesehen davon, dass wir ihn aufgeschnitten haben, dass man halt besser reinschauen kann. Aber warum habt ihr so viele Löcher da reingemacht? Die Löcher waren auch schon vorher drin. So ein Knochen ist nämlich nicht komplett ausgefüllt mit Material, sondern der besteht aus ganz feinen Knochenbälkchen mit Löchern drumherum. So wird jede Menge Material gespart und der Knochen ist auch nicht so schwer, sodass sich die Tiere schnell bewegen können. Aber dann geht er ja viel schneller kaputt. Ja, könnte man meinen, ist aber nicht so. Denn der Knochen lagert da die Knochenbälkchen an, wo viel Belastung drauf ist, nämlich an den Enden wie hier. Und in der Mitte spart er sich das Material. Und so ist er gleichzeitig leicht und stabil. Jetzt kann ich mir denken, warum die Giraffe vor dem Eiffelturm steht. Der Eiffelturm hat auch ganz viele Löcher und ganz wenig Gerüst. Stimmt's? Genau, Checker. Der Eiffelturm ist ähnlich aufgebaut. Vor 150 Jahren, da konnte man nämlich Bauwerke noch gar nicht so hoch bauen mit der damaligen Bauweise, weil die sonst von dem eigenen Gewicht zusammengebrochen wären. Und erst als der Architekt mal einen Wirbeltierknochen sich angeschaut hat und gesehen hat, wie der aufgebaut ist, da kam ihm die zündende Idee. Und so ist der Eiffelturm 340 Meter hoch geworden. Und das ist echt eine stattliche Höhe für die damalige Zeit. Knochen von Wirbeltieren. Bist du auch ein Wirbeltier? Jep, ich bin auch ein Wirbeltier. Aber komm mal mit, ich zeig dir noch ein anderes, besonders beeindruckendes Wirbeltier. Verflixt groß dieser Tiergarten. Ich hab Motorstechen. Du hast recht. Alles andere als schwerfällig, eher elegant. So groß und so dünne Beine. Ja, genau. Das hier, das ist zum Beispiel der Oberarm von einer Giraffe. Ja klar. Von einer Babygiraffe vielleicht. Nö, eine ausgewachsene. Obwohl Giraffen und Menschen die gleichen Knochen haben, sind die Proportionen halt ein bisschen anders. Wenn du mal schaust, bei der Giraffe am Hinterbein der lange Knochen direkt unterm Körper, das ist schon der Unterschenkel. Der Oberschenkel ist direkt am Körper dran und das, was aussieht wie ein Knie, das ist die Ferse. Giraffen laufen also praktisch auf den Zehenspitzen. Verstanden? Echt krass. Bei mir sitzt alles da, wo man es vermutet. So elegant bin ich aber auch. Da hast du recht.